oberste Qualitätskriterium ist, dass die Geräte das erfüllen, was wir versprechen. Ja? Und das auch vielleicht unter schwierigeren Bedingungen. Zum Beispiel, wenn sie nicht so gereinigt werden oder wenn sie viel mehr im Einsatz sind, wie es eigentlich gedacht ist. Und das sind die Situationen, wo man erkennt, wie gut eine Technologie ist, wie robust ein Gerät ist. Und wenn uns das gelingt, dann zeigt sich für mich die Qualität. Die Qualität spiegelt sich halt darin wider, dass ich nicht nur ein Produkt habe, das lange hält, sondern auch, dass die Lebensqualität vom Patienten sich verbessert. Viele unserer Kunden, die sind wirklich jeden Tag auf unsere Produkte angewiesen. Und für die ist es ganz wichtig, dass unsere Produkte jeden Tag auch das halten, was sie versprechen. Wir sagen von uns, wir möchten, dass das, was wir nach draußen kommunizieren, wertvoll ist und einen Mehrwert hat und geprüft ist und Qualität hat. Wir haben Produktionen in Deutschland, was wir direkt an unseren eigenen Standorten produzieren. Und da haben wir eine enge Qualitätskontrolle, auch bei der Herstellung und Produktion. Und ja, das zeichnet Pari aus. Wir haben einen eigenen Prüfraum und Prüfkriterien. Also anhand von denen werden die Teile geprüft, Maß geprüft, mikroskopisch geprüft, gewichtstechnisch überprüft, Verbauversuche gemacht, Aerosolwerte überprüft. In unseren Laboren wird halt schon im Vorfeld immer geschaut. Also die Geräte werden aufgemessen, die werden regelmäßig getestet. Da wird natürlich geschaut, dass auch dann letztendlich hinterher die Werte, auch die wir nach außen kommunizieren, die auch in den Gebrauchsanweisungen dann drinstehen, dass die Werte dann natürlich auch eingehalten werden. Wir bei Pari haben natürlich gesetzliche Vorgaben zu den Prüfungen und unser eigener Anspruch ist natürlich, noch mehr zu prüfen. Weil es geht um die Menschen, es geht um Menschenleben zu erleichtern. Wir führen zum Beispiel auch klinische Studien durch. Wir untersuchen die Sicherheit der Geräte auch an Patienten, um die klinischen Daten für Patienten zu sammeln, auch für bestimmte Indikationen die Daten zu sammeln und dadurch die Sicherheit der Patienten zu verifizieren oder zu validieren. Also bei uns ist ein hochmoderner Maschinenpark mit absolut dem neuesten Stand an Maschinen, wo wir präzise Teile mit fertigen und die Entwicklung geht immer weiter. Also der Markt entwickelt sie weiter, genauso entwickeln sie die Maschinen weiter. Wir setzen ja auch Qualitätsanforderungen in Software um und messen die automatisiert, beispielsweise in unserer Produktion und helfen so sicherzustellen, dass eben nur die Produkte unsere Fertigung verlassen, die den Qualitätsanforderungen der Pari entsprechen. Der Kunde profitiert durch den Spagat zwischen Innovation und Qualität vor allem dadurch, dass er auf der einen Seite ein sehr langlebiges Produkt hat, was er viele Jahre nutzen kann, auf der anderen Seite aber auch die Innovationen, die er aus dem Consumer-Bereich kennt, Connectivity, Anbindung der Daten, auch für sein Medizinprodukt sieht und anwenden kann. Qualität entsteht nach meiner Wahrnehmung dadurch, dass man es ganz oben im Fokus hat und eben auch bei Entscheidungen, wo es um ökonomische Themen zum Beispiel geht, halt auch einfach mal die Entscheidung zugunsten der Qualität trifft. Das ist auch, glaube ich, einer der ganz großen Themen. Wir entwickeln bei uns nicht auf extremste Kosten. Kosten sind zwar wichtig, aber wir entwickeln, dass die Produkte möglichst lange halten. Wir suchen unsere Lieferanten immer sehr gut aus. Für uns ist auch wichtig, auch gerade im QM-Team machen wir auch Lieferantenqualifizierung. Und da ist es uns schon wichtig, dass wir vor Ort immer bei den Lieferanten sind. Und dann schauen wir nicht nur auf Qualität, sondern auch, wie sind die Arbeitsbedingungen und die Umweltbedingungen. Und das spielt dann schon eine Rolle, auch für die Qualität des Produkts. Da wird auch keinerlei Kosten oder Mühe gescheut, dass man jetzt sagt, man verbessert oder optimiert es noch, damit kein Schlechtteil auf den Markt kommt. Ich staune auch selber manchmal, aber es kommen tatsächlich Geräte rein, die sind 20, 25 oder gar 30 Jahre alt mit dem Vernebler. Und dann ist der Kompressor gar nicht kaputt. Es ist einfach nur der Vernebler. Den man ja sowieso jährlich austauschen sollte. Also das ist unglaublich. Bei Pari, da sitzt überall ein Profi. Da sitzen Leute, die sich auskennen, die sich dafür engagieren, die da wirklich mit Herzblut dabei sind. Und das zeichnet Pari aus. Dieses Perfektionistische, was wir dann in eine Membran reinbringen, das mache ich oben bei mir in der Werkstatt. Ich komme halt gern zu Pari, weil wir auch dieses Feine haben, dieses Hochpräzise, dieses jeder will immer das Beste. Also wir sind schon qualitätsmäßig gut dabei, würde ich schon sagen.